Für die Installation der Abflussstelle benötigen wir jetzt die Abflussstelle inklusive aller Bauteile, den grauen Schlauch, einen Schraubendreher und die Bohrmaschine. Wir bohren das Loch oberhalb der Wasserkante und nicht zu dicht am Spülbecken, damit das Abwasser richtig abfließen kann und es nicht zur Verkeimung im Schlauch kommt. Unser Tipp: Bohrt das Loch erst mit einem kleineren Bohrer leicht an, bevor ihr mit dem großen Bohrer fortfahrt. Achtung! Bitte bohrt vorsichtig und achtet darauf, dass ihr auf der anderen Seite des Rohres nicht hindurchbohrt. Wir entfernen überschüssiges Material am Rohr, um eine möglichst glatte Oberfläche zu schaffen. Am folgenden Bauteil drücken wir den Punkt in der Mitte einmal heraus und ziehen die gelbe Folie auf der Rückseite ab. Dieses befestigen wir mit der klebenden Seite auf der Innenseite der Abflussstelle, und zwar gerade und so, dass beide Löcher übereinander liegen. Die Mutter aus dem Lieferumfang schieben wir ca. 3 cm auf unseren grauen Schlauch auf und führen diesen durch die Öffnung der Abflussschelle. Von Hand drehen wir die Mutter auf dem Gewinde fest und nutzen den Maulschlüssel abschließend zum Festziehen. Unser Tipp: Steckt die Schraube auf der Schlauchseite durch die Öffnung an der Abflussschelle und setzt das Gegenstück auf. Die Mutter drehen wir leicht von Hand auf, sodass die Schelle fixiert ist, aber flexibel bleibt, um sie um das Abflussrohr legen zu können. Den grauen Schlauch stecken wir durch das Loch am Abflussrohr. Wir nutzen die zweite Schraube und stecken sie durch die Abflussschelle, um sie dort mit der Mutter von Hand zu fixieren. Mit Hilfe des Schraubendrehers können wir die beiden Schrauben jetzt gleichmäßig und abwechselnd festdrehen, so dass beide Muttern in den dafür vorgesehenen Vertiefungen verschwinden. Die Schlauchverbindung zum Abwasser ist jetzt hergestellt. Machen wir gleich weiter mit Video Nummer 3: Installation des 3-Wege-Wasserhahns.